Hallo und willkommen zum Making-of der Musik von Killer Eichhörnchen. Ich bin Alexander Tuschinski, es ist jetzt Ende September 2008 und der Film ist eigentlich soweit fertig. Alles, was noch fehlt, ist das Making-of der Musik, das ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Das Stück am Anfang, wenn der Blinde mit dem Fahrrad fährt, hatte ich eigentlich gar nicht für den Film geschrieben gehabt, sondern schon im Dezember 2007 eines Abends mal um 22 Uhr mit Kopfhörern am Klavier improvisiert und gleichzeitig aufgenommen. Die erste Improvisation war dann auch fehlerfrei und perfekt, was eigentlich wirklich selten ist. Und die ist auch im Film verwendet, geht insgesamt 4,5 Minuten und es gefällt mir wirklich gut. Hier ist jetzt also, wie ich diese Titelmusik am Digitalpiano gespielt hatte. Nach diesem ersten Take habe ich sie nie wieder am Stück gespielt, weil es einfach unnötig war. Der erste Take war perfekt, aber ich probiere es jetzt nochmal fürs Making-of. Viel Spaß! Ja, das war jetzt der Anfang der Musik nochmal gespielt. Im fertigen Film ist die Aufnahme natürlich direkt vom Klavier gewesen, mit dem Kabel in den Computer, nicht erst über das Mikrofon der Kamera, deshalb ist die Soundqualität dort etwas besser. Ja, ich habe es jetzt seit Dezember 2007 nicht mehr gespielt gehabt, aber mir gefällt das Stück wirklich gut. Die Musik bei der Idylle im Park stammt eigentlich aus einem Klavierkonzert, was ich im August 2007 begonnen hatte und nie zu Ende geführt habe. Es ist eigentlich in der Skizze geblieben, wobei der zweite Satz schon ziemlich weit fortgeschritten war. Und den Anfang daraus spiele ich dann eben für den Film. Ursprünglich dachte ich, ein bekanntes Klavierstück von zum Beispiel Edvard Grieg zu nehmen, aber ich dachte, wenn steht Musik von Alexander Tuschinski, kann der Film ja nicht gleich mit einem bekannten Klavierstück eines großen Komponisten beginnen. Also habe ich mein eigenes Stück darin verwendet und ich denke, es klingt sehr gut und passt sehr gut zur Stimmung. Hier zeige ich mal, wie man so ein Klavierkonzert am Digitalpiano spielen kann, weil ein Orchester habe ich ja leider nicht zur Verfügung gehabt. Ja, klingt doch nicht schlecht und passt zur Stimmung, oder? Ja, vielleicht schreibe ich dieses Klavierkonzert auch einmal weiter. Der komplette Entwurf dieses Satzes geht insgesamt 4 Minuten. Aber ich habe ihn nie ausgeführt. Vielleicht wird es mal mehr. Ach, übrigens, diese große Fanfare zu Beginn des Films stammt auch von mir. Es sollte mal eine Sinfonie werden. Ist über die ersten paar Takte nicht hinausgekommen. Aber den Anfang habe ich dann im Film wieder verwendet. Und ich finde, er eröffnet ihn sehr schön zum Schrei des Jungen. Ja, eine sehr kurze Stelle, aber ich finde sie recht beeindruckend und sie baut eine bedrohliche Stimmung auf, die dann im krassen Kontrast zum nächsten Musikstück steht. Die eigentliche Titelmusik hatte ich schon im Oktober 2007 geschrieben und es war gar nicht als Filmmusik geplant. Es sollte eine extra Komposition sein, im Stil von rumänischer Volksmusik. Der rumänischen Volksmusik wird viel mit einem Instrument, das Zambal heißt, gespielt und das klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Klavier- und Gitarrenklang. Deshalb habe ich am Digitalpiano dieses Stück dann mit Gitarren und Flügelklang gespielt, beide Klänge gemischt. Ja, und das Stück habe ich dann als Filmmusik gewählt, weil es mich vom Stil, von der Atmosphäre sehr an 60er-Jahre-Komödien erinnert, so ein bisschen Pierre Richard-Stil. Aber im Prinzip sollte es eine separate Komposition sein und es geht auch insgesamt 6 Minuten, für den Film natürlich massiv verkürzt. Und so weiter und so fort. Das fertige Stück geht eben 6,5 Minuten, für den Film massiv gekürzt und ich finde, es baut eine richtig gute Stimmung auf zum Beginn. Die hier um 4 Titelmusik
die bei den Nachrichten gespielt wird, ist auch schon recht alt von mir. Sie ist auch noch von 2007 und ich hatte sie bei meinen früheren kurzen Comedy-Filmen verwendet, die auf YouTube veröffentlicht wurden. Da war sie die Titelmusik. Ja, ich habe sie mal schnell improvisiert gehabt. Die sollte ursprünglich eine Teleshopping-Musik sein, deshalb richtig billig mit dem Synthesizer gespielt. Ja, und sie hat auch eigentlich sehr gut als Nachrichtenmusik gepasst. Leider ist mein Keyboard gerade kaputt, deshalb kann ich die nicht am Keyboard spielen, aber ich spiele sie mal auf der Hammond-Orgel vor, dass man mal grob sieht, wie sie gespielt wird. Viel Spaß! Eine ganz einfache Melodie, passend zu einer billigen Teleshopping-Sendung, für die sie ursprünglich gedacht war, und auch passend zu den hier um 4 Nachrichten, die ja wohl doch eher Regionalnachrichten sind, etwas provinzieller. Wollt ihr euren Hunger stillen, das ist gar nicht schwer. Es Dr. Eichhorns Nusspastillen, die mag ich so sehr. Jetzt kommen wir zum Dr. Eichhorn-Song. Der war relativ schwierig aufzunehmen gewesen, weil er ein Vokalstück war und ich normalerweise kaum Vokalstücke aufnehme. Gregor hat dort den Gesangspart übernommen. Er hat seine eigene Stimme gesungen, sowie die der Kinder. Das ist das Witzige. Also der Chor der Kinder ist alles Gregors Stimme. Er hat die Stimme verstellt, hat hoch gesungen. Und digital nachbearbeitet ist da nichts. So wie man es hört, so hat er auch wirklich gesungen. Denn schluckt ihr sie, dann seht ihr schnell alles kunterbunt. Und sie machen noch viel mehr, das geben wir hier. Die Begleitung für den Song habe ich auf der Hammond-Orgel gespielt, damit es richtig billig klingt, nach billiger Werbemusik. Und die Melodie haben Gregor und ich zusammen erarbeitet. Den Text hatte ich vorher geschrieben gehabt. In der ersten Drehbuchfassung war es nur eine einzige Strophe. Wollt ihr euren Hunger stillen, dann ist das nicht schwer. Es Dr. Eichhorns Nusspastillen, die mag ich so sehr. Aber am Tag, bevor ich es mit Gregor aufgenommen hatte, habe ich den Text dann noch schnell erweitert um die mehr Strophen, worin man auch sieht, worum es bei Dr. Eichhorns Nusspastillen wirklich geht. Nämlich ohne blöde Vitamine oder grünen Tee, nur Nüsse, etwas Zucker und ganz viel LSD. Leider habe ich keine Aufnahmen, wie Gregor es gesungen hat, aber ich kann jetzt nur kurz zeigen, wie man die Begleitung an der Hammond-Orgel spielt. Und ich denke, das ist ja auch ganz interessant. Hübsche Begleitung, nicht wahr? Der Hammond-Orgel, so richtig auf billig Werbemusik getrimmt und ich denke, das hat auch geklappt und der Song ist wirklich witzig geworden im fertigen Film. Das Dr. Eichhorn-Thema ging mir wirklich viel im Kopf herum und ich habe es im Film dann auch an mehreren Stellen noch verwendet, zum Beispiel an der Stelle, an der Vincenzo und Luigi in den Park gehen. Ja, da habe ich es in einer Klaviervariation gebracht, wobei ich es etwas melancholischer klingen haben wollte. Ja, diese Variationen habe ich nicht viel groß komponiert, ich habe sie einfach improvisiert am Klavier und dann die besten Stellen im Film eingebaut. Ursprünglich gingen die alle so um die 3 bis 4 Minuten. Ja, klingt doch recht melancholisch. Also mir hat es sehr gut gefallen und ich fand es ganz nett, wenn das Dr. Eichhorn-Thema im Film immer wieder auftaucht. Deshalb habe ich es dann in den Hintergrund der Szene gebracht. Im Film verwende ich neben den Eigenkompositionen auch 4 weitere Stücke, nämlich 2 aus Beethovens 9. Sinfonie und 2 von Mozart aus Nozze di Figaro und der Zauberflöte. Diese Stücke habe ich auch selber gespielt, weil ich keine echte Aufnahme nehmen konnte. Damit würde man Copyright-Bestimmungen verletzen und außerdem gefallen sie mir auch elektronisch gespielt fast besser. Die ganzen Werke der großen Komponisten habe ich dann eben am Computer programmiert und mit einem Software-Synthesizer vorspielen lassen, weil das viel leichter geht, als sie selber zu spielen und das wäre ein zu großer Aufwand. Und auch dieses Einprogrammieren und Aufnehmen und anschließend die Aufnahme nachbearbeiten hat eine ziemliche Zeit in Anspruch genommen, weil immer die Dynamik angepasst werden musste und die Spielweise, manchmal ein bisschen mehr Staccato, manchmal Legato musste man noch programmieren, war relativ schwierig. Es beginnt mit dem 2. Satz von Beethovens 9. Sinfonie, der kommt, als Vincenzo die Nussfalle aufbaut.
Ursprünglich hatte ich dort eine andere Musik von mir als Hintergrundmusik, aber ich fand dann, Beethoven passte perfekt. Ich musste ihn da einbauen und deshalb habe ich ihn dann gebracht. Mit Hilfe des Keyboards und der Tastatur habe ich ihn dann an den PC einprogrammiert. Das ging eben eine Weile und insgesamt hat es 2 Wochen gedauert, bis ich damit vollkommen zufrieden war, auch mit dem nachbearbeiteten Ton. Man braucht ja immer noch Zeit, Note für Note das Stück einzugeben und der Computer spielt es einem dann richtig vor und man kann sich komplett auf die Bearbeitung der Dynamik und von anderen Parametern konzentrieren und muss nicht immer darauf achten, dass man sich nicht verspielt. Ja, und so weiter. Man sieht, wenn ich auf dem Keyboard spiele, registriert der Computer nur die Tonhöhe, aber nicht die Länge. Das heißt, die Länge musste ich komplett nach der Originalpartitur neu eingeben. Aber es ist sehr gut geworden, wie ich finde. Es gab noch eine Stelle aus dem 2. Satz von Beethoven, die ich verwenden wollte. Eigentlich meine absolute Lieblingsstelle, aber ich habe es dann doch sein lassen. Sie sollte eigentlich kommen, als Luigi die Nussfalle findet, aber mir gefiel dann doch besser das Dr. Eichhorn-Thema mit dem Glockenspiel. Aber die eine Stelle kann ich Ihnen mal vorspielen, denn es war eine ziemliche Arbeit, sie aufzunehmen. Als Luigi die Nussfalle findet, fand ich, braucht es eine märchenhafte, süßliche Musik. Denn er sieht die Nussfalle, es kommt ihm nicht zu glauben, das Bild überblendet und es wirkt alles wie aus einem Märchenfilm. Er sieht die Nüsse als seine Belohnung an. Ja, da brauchte ich eine märchenhafte Musik. Da habe ich das Dr. Eichhorn-Thema natürlich am Glockenspiel improvisiert, damit es auch schön überleitet in das danach folgende Stück von Mozart mit dem Glockenspiel. Das Stück habe ich aber wieder am Digitalpiano gespielt, denn ein Glockenspiel habe ich nicht, aber der Klang ist sehr realistisch und es klingt sehr, sehr schön. Ja, wem es aufgefallen ist, es ist eigentlich die Klaviervariation, nur eben mit der Begleitung jetzt eine Oktav über der Melodie. Und zusammen mit dem Glockenspielklang gibt es eben doch einen ganz anderen Charakter. Beim Flirt von Vincenzo mit Bella Signorina 1 und 2 kommt jeweils aus der Zauberflöte von Mozart eine Arie von Papageno, instrumental am Computer programmiert. Ich habe sie relativ spät beim Schnitt erst ausgewählt. Ursprünglich sollte aus Schuberts 9. Sinfonie der 2. Satz eine etwas melancholische Stimmung in die Szene bringen, aber ich fand dann, Mozart passt besser dahin. In der Arie geht es eigentlich darum, wie der Text schon sagt, ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich, ein Mädchen oder Weibchen wünscht er sich und das passt eigentlich genauso zu Vincenzo in der Szene, deshalb fand ich, passt es perfekt. Sie ist wie der 2. Satz von Beethovens 9. am Computer programmiert gewesen, hat eine gewisse Zeit gedauert, aber es hat auch eine Menge Spaß gemacht. Als Vincenzo und Luigi den Park verlassen, habe ich eine Arie aus Mozarts Oper La Nozze di Figaro genommen, meine Lieblingsoper übrigens. In dieser Arie geht es darum, dass Cherubino, der immer den Frauen nachstellt, der immer wieder verliebt ist, endlich zum Militär soll, dass er das wahre Leben kennenlernt, grob gesagt. Das ist komplett vereinfachte Interpretation. Jedenfalls habe ich den Text ein wenig geändert und anstatt O Cherubino alla Vittoria wird dort jetzt gesungen O Vincenzo alla Vittoria alla Gloria Militar. Man merkt es im Film wegen den Nebengeräuschen, nur wenn man es weiß, aber ich finde es einen ganz netten Insider-Witz. Diese Arie habe ich sowohl elektronisch programmiert, die ganze Begleitung, wie ich schon gezeigt habe, und den Gesang habe ich per Vocoder gemacht. Gesang per Vocoder aufzunehmen erfordert ein bisschen Arbeit, denn Vocoder bedeutet praktisch, dass man aus der Stimme die Tonhöhe entfernt und durch ein synthetisches Signal ersetzt. Das heißt, ich spreche den Text eigentlich nur im Rhythmus und spiele ihn anschließend nochmal auf einem Instrument oder programmiere ihn und lege das beides übereinander und anschließend kommt praktisch eine synthetische Stimme heraus, wie man sie auch im Film hört. Es braucht relativ viel Arbeit, aber das Ergebnis lohnt sich, finde ich. Man macht es hier so mit Kopfhörern, hört man
die Melodie, man spricht den Text rhythmisch ein und am Ende muss man es dann zusammenlegen, das dauert ein bisschen. O Vincenzo alla vittoria, alla gloria militar. Wenn man sich dann anhört, wie die Stimme mit Vocoder bearbeitet klingt, hat es kaum mehr Ähnlichkeit mit dem, was man eigentlich da gesprochen hat. Und sie passt ziemlich gut zu der Situation. Vincenzo war verliebt, hat deshalb alles vermasselt. Ja, klingt doch gut, oder? Also ich finde diesen Klang von Synthesizer und Vocoder fast ebenbürtig mit dem eines klassischen Orchesters inzwischen, nachdem ich so viel damit aufgenommen habe. Es ist wahrscheinlich eine Gewohnheitssache, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Musik. Jetzt zeige ich euch, wie man das macht! Als der Student kommt, habe ich auch eine Musik verwendet, die ich schon im Jahr 2007 komponiert hatte, für meinen letzten Film, und sie passte sehr gut zu der Stimmung, wie der Student bastelt und konzentriert arbeitet, also habe ich sie einfach wieder reingebracht. Das Stück hatte ich am Digitalpiano improvisiert und es sollte ursprünglich so 70er-Jahre-Stil sein. Ja, es klingt nicht schlecht und ich probiere es jetzt mal wieder für Sie zu spielen. Wohlgemerkt, ich habe seit einem Jahr nicht mehr gespielt, also mal schauen, wie es klappt. Viel Spaß! Ja, ein ganz nettes Stück und es passt auch wirklich zu der Szene und auch zum Charakter des Studenten, auch wenn es nicht speziell für ihn geschrieben wurde. Zu der Stelle mit der Panik im Park und dem Schläger und seiner Freundin wollte ich eine sehr pulsierende, antreibende Musik machen. Also habe ich das Dr. Eichhorn-Thema am Digitalpiano mit Bassklang gespielt und improvisiert. Das habe ich alles in einer Aufnahme gemacht und es ist sehr gut geworden und passt zu der Stimmung in der Szene. Die Stelle, in der das Eichhörnchen durch den Park geht, hatte ich schon sehr früh im Film konzipiert. Eigentlich habe ich genau solche Stellen in fast allen meinen Drehbüchern drin, genau mit dieser Musik von Beethoven. Diese Stelle aus dem Finale der 9. Sinfonie, diese Alla Marcia, ist eigentlich meine Lieblingsstelle aus der ganzen 9. Sinfonie. Und wirklich in jedem Drehbuch, das ich schreibe, kommt diese Musik einmal vor. Ich habe sie wieder programmiert, die Musik am Computer. Ziemlich kompliziert war es, damit man die ganzen Mittelstimmen auch gut hört, die ganzen Dynamiksachen danach zu bearbeiten und den Gesang wieder per Vocoder gemacht. Eigentlich habe ich das gesamte Finale von der 9. Sinfonie bis zu dem großen Chor aufgenommen mit Vocoder, den ganzen Chor und die Solisten. Aber der Rest verpasste nicht in den Film, den habe ich dann einfach sein lassen und nur diese eine kurze Stelle bis zum großen Chor eingebaut. Für den großen Chor habe ich 8 Vocoder-Stimmen übereinander gelegt, damit es wirklich nach viel klingt. Und ich denke, es ist gelungen. Also manche Leute, denen ich es gezeigt habe, dachten, es wäre ein echter Chor. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, finde ich. Jetzt einmal der Chor ohne Begleitung, dass man mal hört, wie das so klingt. Mir gefällt der Anfangsteil mit dem Solist, der singt Froh wie seine Sonnen fliegen, am allerbesten von dieser Stelle. Aber der große Chor ist am spektakulärsten.
schlecht, oder? Ach, mal meine Stimme übereinander per Vocoder verzerrt. Ich finde, das ist das Faszinierende bei Vocoder. Man hört ja nicht, dass das immer die gleiche Stimme ist, die den Solisten singt, den Chor und alles andere, durch die verschiedenen Verzerrungsmöglichkeiten. Aber es dauert eben eine ziemliche Zeit, bis man da gute Einstellungen findet, die auch wirklich gut klingen. Für dieses Finale von Beethovens 9. Sinfonie, das ich auch davor schon aufgenommen hatte, habe ich insgesamt ca. 3 Monate gebraucht, habe ich immer wieder bearbeitet, ein bisschen die Dynamik angepasst und auch die Stimmen, dass sie genau auf die Silben passen, dass es sich nicht verschiebt, denn es klingt manchmal recht witzig. Wenn sich die Stimme etwas verschiebt und die Melodie am Vocoder anders ist, dann kommen die Silben so halb auf die Töne. Schwierig zu beschreiben, aber es klingt ganz witzig. Ich habe eure Chef umgebracht. Ja? Im Finale, als der Pate entdeckt, dass die Eichhörnchen doch nicht alle besiegt sind, habe ich ein Stück aus meinem allerersten Film von 2006 gebracht. Er hieß Real Life und darin war das die Titelmusik. Es sollte eine dramatische Musik sein und in beiden Filmen hat sie eigentlich perfekt zu den Szenen gepasst, die sie begleiten sollte. Ich habe es ursprünglich am Keyboard gespielt, leider ist es jetzt eben kaputt gegangen, kurz vor den Dreharbeiten des Making-ofs. Aber ich kann es jetzt am Digitalpiano nachspielen, dass man einen Eindruck kriegt, wie es gespielt wird. Der andere Klang kommt jetzt eben daher, dass ich es nicht mehr am Keyboard spiele, sondern im Digitalpiano. Aber man kann es gut erkennen. Viel Spaß! Ja, das war es jetzt ungefähr. Ich habe es jetzt seit 2006 nicht mehr gespielt gehabt, aber ich denke, es klang jetzt doch ganz gut auf dem Digitalpiano auch. Obwohl die Variante am Keyboard ist mir lieber und ich habe sie ja deshalb auch im Film verwendet. Die große symphonische Variation auf das Dr. Eichhorn-Thema habe ich in 2 Tagen selber geschrieben gehabt und das war mal ein Experiment, um zu sehen, ob ich ein großes symphonisches Stück auf dieses Thema schreiben könnte. Ich schreibe eigentlich sehr gerne klassische Musik, aber habe noch nie ein so großes symphonisches probiert. Also habe ich es einfach mal ausprobiert und ich fand, es klingt eigentlich ziemlich gut. Hier ist es in meiner Handschrift geschrieben. Es sind insgesamt 35 Seiten Partitur, die ich da geschrieben habe. Und weil ich leider kein Orchester zur Verfügung habe, das so etwas spielt, habe ich es dann am PC wieder programmiert und mit Orchesterklang gespielt. Man hört ein bisschen natürlich, dass es kein echtes Orchester ist, aber es ist besser als gar nichts und es gefällt mir eigentlich ziemlich gut so. Insgesamt geht diese symphonische Dichtung in C, Dr. Eichhorn, wie ich sie genannt habe, etwa 12 Minuten. Ich habe das Ende noch nicht fertig geschrieben und es soll sehr abwechslungsreich noch werden. Ich war eigentlich sehr stolz darauf, dass ich es in 2 Tagen hingekriegt hatte, so etwas zu schreiben. Und ich habe es eben am Computer vorspielen lassen, damit es nach Orchester klingt. Ich hoffe, falls ich irgendwann in der Zukunft mal irgendwie ein Orchester dazu bringe, das zu spielen, wäre es ganz schön, aber auch so klingt es wirklich gut, finde ich. Ja, soweit zur symphonischen Dichtung in C, Dr. Eichhorn. Ist eigentlich das Stück, auf das ich am meisten stolz bin im Film, wobei ich allgemein die Filmmusik für recht gelungen halte. Ich hoffe, Sie stimmen mir dazu. Ja, und das war eigentlich auch das Making-of der Musik des Films. Danke, dass Sie so lange zugeschaut haben. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit dem restlichen Bonusmaterial auf der DVD. Also, tschüss!